Aktuell sehen wir, dass die kommunale Wärmeplanung ein zahnloser Tiger ist, der in vielen Fällen unqualifiziert ist. In der Politik sehen wir sehr viele getriebene Akteure. Es gibt eine Vielzahl von Problemen, sodass das Kontrollieren, das nachweisbasierte Agieren, ob Systeme wirklich funktionieren, für die Politik fast nicht machbar ist. Wärmeenergiewende droht gerade komplett zu verfahren. Man sieht das am Heizungsgesetz, wo eine Riesenaufregung ist, die aber angesichts der Ruhe, die notwendig ist, um langjährige Investitionen gezielt zu steuern, kontraproduktiv ist. In der Politik sehen wir sehr viele getriebene Akteure und das manifestiert sich darin, dass wir gerade immer weiter aufschiebende Elemente haben. Also das Warten auf die Wärmeleitplanung, wir haben das Warten auf grünen Wasserstoff etc. Und die ins Spiel gebrachten einfachen Lösungen, also die Wärmepumpe oder der Heizungshammer, also diese Dinge sind kontraproduktiv. Wir brauchen dort Ruhe, Ordnung und wir brauchen eine Datengrundlage für den Einzelfall passende Investitionen in einen Mix. Und der Mix, der muss einbezogen sein in die regionale Gestaltung. Was ist vor Ort an Abwärme? Gibt es kalte Nahwärme zum Beispiel? Also hat man sich von Seiten der Kommune auf den Weg gemacht, auch Angebote zu erstellen. Und dann muss die jeweilige Gebäudetechnik darauf abgestimmt werden. Und dieses Zusammenspiel, das erst ermöglicht eine Energiewende, die funktioniert und bezahlbar ist. Aktuell sehen wir, dass die kommunale Wärmeplanung, die Orientierung in die Energiewende bringen soll, ein zahnloser Tiger ist, der in vielen Fällen unqualifiziert ist, weil er nur von den lokalen Möglichkeiten, aber nicht von den Notwendigkeiten und den Heizkosten für die Bürger und Bürgerinnen ausgeht. Die Situation ist so, dass das aktuelle Gebäudeenergiegesetz auf der europäischen Ebene schon wieder in die Situation kommt, dass es reformiert werden muss. Und diese Gelegenheit, die sollte man jetzt nutzen, um a. das Gebäudeenergiegesetz, b. die Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG, aber eben auch das Wärmeleitplanungsgesetz zusammen zu reformieren und umzustellen auf nachweisbasierte Methodiken mit vereinfachten Berechnungsmethoden, die die Bedürfnisse der Bauenden erreichen. Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir im Gebäudeenergiegesetz 2019 den Ansatz der Kontrolle im Paragraph 37 des Gebäudeenergiegesetzes hatten, noch im Entwurf. Er ist im Gesetz dann gestrichen worden. Das ist auf Verbändedruck erfolgt. Und die verschiedenen Interessen, die dort bestimmend sind, halten Nachweise und Effizienzkontrollen in der Regel aus dem Spiel raus, weil diese hochproblematisch sind. Man weist damit in vielen Fällen nach, dass Systeme nicht funktionieren. Es gibt Regressforderungen, es gibt Probleme mit Kofinanzierung aus der Europäischen Union. Es gibt eine Vielzahl von Problemen, sodass das Kontrollieren, das nachweisbasierte Agieren, ob Systeme wirklich funktionieren, für die Politik fast nicht machbar ist. Die Grundlage davon ist aber, dass ich Zielwerte habe. Wo ist CO2, wo ist Kosten, wo will ich hin? Und dann kommen diese Maßnahmen. Was mache ich erstmal am Gebäude? Das ist eine große Erzählung, ich brauche nicht mehr dämmen. Das ist eine falsche Erzählung. Ich muss clever dämmen. Ich muss dort die Verteilung, ich brauche nicht überall Zapfstellen im Griff haben. Ich muss auch mal das Haus zur Sonne drehen, kompakt bauen. Das gibt viele Dinge, die muss man beachten, die darf ich nicht außen vor lassen. Und dann muss ich spezifisch sehen, welche Techniken passen dort in welcher Region.
habe ich dort eine Kommune mit einem kalten Nahwärmenetz. Kalte Nahwärme heißt, ich fahre nicht auf hohem Temperaturniveau, sondern vielleicht mit 30 Grad nur, nutze aber Abwärme von Industriebetrieben und hänge dort Wärmepumpen daran. Mit solchen Techniken ist man in der Lage, wenn man clever speichert, wenn man an gezielten Stellen Biomasse einsetzt, wenn ich dort eben gespeicherten Strom auch übers Jahr bringe, in der Monatsbetrachtung, sehr wohl die Emissionen deutlich zu reduzieren. Es ist so, dass wir diese Bestrebungen gerade unter dem Stichwort nachweisbasierte Baumethodik 2025 mit einer Gruppe von Wissenschaftlern im Kleinen entwickeln, dass wir ganz konkrete Schritte unternehmen, um auch diese vereinfachten nachweisbasierten Berechnungsmethoden, wo man quasi mit einem Zahlenschieber am Anfang schon mal direkt sehen kann, was habe ich denn für ein Gebäude, was kann ich daraus machen, dass wir die auch tatsächlich umsetzen. Das passiert gerade. Wir denken das auch auf der europäischen Ebene. Wir sind vernetzt auch mit europäischen Instituten diesbezüglich und sind dabei, das gerade zu entwickeln.